These men are retracing a special journey. In 1989, they made the same ride through a divided city. Their aim was to strike back at the Berlin Wall. Die Mauer war ja ein perverses Bauwerk. Das ist ja mit nichts zu erklären. Die wurden, man muss es so sagen, als Feinde betrachtet. Es wird unsicher. Was kann denn jetzt passieren? Die Führung hat nichts im Griff. In January 1989, the Berlin Wall was a potent symbol of how Europe was divided between the democratic West and the communist East. The wall had stood for nearly 3 decades, and East Germany's leader, Erich Honecker, said it would stand for much longer. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die Two brothers heard those words from opposite sides of the wall. Raik Adam had been allowed to emigrate from East Germany 3 years earlier and was not allowed to come back to visit friends or family. Andreas Adam was waiting for his request to be processed. Die Familie, die war dann nicht greifbar. Also mit den Leuten, mit denen man sich früher austauschen konnte. Wir haben ja noch zusammen gewohnt. Also ich hatte ja in der DDR keine eigene Wohnung, sondern wir haben ja alle noch zu Hause gewohnt. Wir hatten eine schöne große Altbauwohnung. Jeder hatte sein Zimmer. Mein Zimmer lag neben dem Zimmer meines Bruders. Und diese Ansprechpartner, die Familie, die fehlte natürlich. Man konnte sich Briefe schreiben zwischen Ost und West. Das lief. Aber darüber hinaus war man dann sehr eingeschränkt. Das war schon nicht einfach. Also Raik war im Vorbild und Inspiration auch in vielen politischen Fragen und dann war es schon nicht einfach getrennt zu sein, aber telefonisch war manchmal möglich, in Kontakt zu treten. Dann gab es auch die Möglichkeit, dass wir uns getroffen haben in Karlsbad, in Tschechien oder auch mal in Ungarn am Plattensee. Also die Kontakte waren da, wir waren nicht gänzlich voneinander getrennt. Für mich war es eben nicht so schwierig, weil ich wusste, ich werde denselben Weg gehen wie mein Bruder. Aber eben für meine Mutter war es schwieriger als für mich. The Berlin Wall divided many German families, but the fate of these two brothers is now a graphic novel. The book was illustrated by their lifelong friend Dirk Mecklenbeck. It tells the story of how the group, along with a fourth friend, Heiko Bartsch, were reunited and then carried out a series of attacks on the Berlin Wall. Es ist halt auch ein Medium, was natürlich von den jungen Leuten gerne konsumiert wird und die wollten wir eigentlich schon explizit ansprechen. Also, denn wir haben schon festgestellt, dass da viel Wissen nicht vorhanden ist oder beziehungsweise schlechtes Wissen vorhanden ist. Es wurde ja von der Bundesstiftung für Bildung oder mehrere tausend Exemplare gekauft, die dann an den Schulen verteilt werden als Lesestoff und da erreicht es genau die Zielgruppe, die wir eigentlich so im Kopf hatten. The four friends grew up in Halle, a centre of the chemical industry 135 kilometres southwest of Berlin. In the 1980s, its crumbling buildings and streets were a symptom of East Germany's deep economic decay. But it also boasted a small, underground, heavy metal scene. Musik war für uns als junge Menschen damals in den 80er Jahren ganz wichtig. Also es kam dieser Heavy Metal dann auf, die Musik aus London. Und das war für uns so die ganz große Musik, die für uns den Gedanken der großen Gesten, der großen Freiheit, das Anderssein transportierte. Wenn wir dort mit unseren wilden Klamotten dann durch die Stadt gelaufen sind, dann war die Volkspolizei natürlich sofort da. Und das politisierte dann zwangsläufig, weil man sich ja mit dem System auseinandersetzen musste. Ne?
When Reich Adam arrived in West Berlin, he documented his life there on 8mm videotape. His camera would later record the unfolding drama of 1989. For now, it captured precious memories of a young man's life in exile. Sah der Alltag für mich so aus, das Leben erstmal genießen, die Freiheit genießen. Ich bin extrem viel gereist, Europa und so weiter, war ich ständig unterwegs gewesen. Ich war jung, 20 Jahre, war schon im Modus das Leben genießen, Freiheit, Party und West-Berlin, Rock'n'Roll und Kreuzberg. Das ist die Dienststelle, an der ich damals gearbeitet habe. Unter diesem Komplex ist ein Tiefbunker, der atombombensicher sein soll. Timmi Allen was leading a very different life in 1989. His office was a 10-minute drive from where Reich Adam was living, but it was another world. He was an officer in the Stasi, East Germany's secret police. Its main task was spying on East German citizens, using a vast network of informers to document, root out and extinguish any dissent against the communist system. All sorts of people were caught up in its nets. Es gab den Arbeitsbereich für Leute, die Ausreiseanträge gestellt hatten. Die wurden, man muss es so sagen, als Feinde betrachtet. Meine Arbeit war, bestimmte Berichte auszuwerten, daraus Informationen zusammenzustellen, Informationen über Leute, Freunde, mit denen der zusammen ist, mit anderen Personen. Es ging ja immer darum, ob daraus mehr entsteht. Der Druck und die Kontrolle war allgegenwärtig und das war einfach nicht tragbar. Die Ausreise hat 3 Jahre gedauert, da hatte ich das Vergnügen, sämtliche Facetten der Sicherheitsstrukturen im Osten kennenzulernen, also von der gewöhnlichen Polizeikontrolle über Verhaftung, U-Haft, Stasi-Verhöre. The other way out of East Germany was illegal escape. Many who tried were gunned down by border guards. The last such victim was Chris Gefroy, aged 20. For Andreas Adam, locked in East Germany, the church offered an island of freedom. He attended peace prayers both in Halle and here at the Nikolaikirche in nearby Leipzig, where they're still held every Monday. But he will always remember one particular Monday, March the 13th, 1989. Das war ein geschützter Raum für uns, in dem wir unsere Meinung eben frei äußern konnten. Also in der Kirche war die Atmosphäre eigentlich so wie immer noch gewesen. Natürlich, man merkte, dass heute etwas Bestimmtes draußen noch passieren sollte. Wir kommen aus der Nikolaikirche heraus nach den Friedensgebeten und da setzte sich dann der Zug mit etwa 600 Demonstranten, möchte ich sie mal nennen, und wir sind dann durch die Leipziger Innenstadt gezogen. Das war ein wichtiger Tag in meinem Leben, denn zum ersten Mal wurde eben der Protest aus der Kirche rausgetragen auf die Straße. It was the largest protest in decades, but the police initially just stood by and watched, because Leipzig was filled with Western media covering a trade fair. When the crowd reached this square, people began taking out homemade banners, including a woman near to Andreas Adam. Es wurde Reisefreiheit gefordert, Meinungsfreiheit gefordert und daraufhin schritten dann zivile Stasi-Leute, die da sich unter den Demonstrationen zugemischt hatten, griffen dann die Frau an und versuchten sie dann zu verhaften. Und als es dann eben zu diesen Rangeleien kam mit den Stasi-Leuten, dann war die Stimmung schon aggressiv, ja.
There were a dozen arrests, and West German TV reports of the incident were also seen by viewers in the East. Badly shaken, the authorities decided to deport thousands of people they saw as troublemakers. Das war ein unwirklicher Tag eigentlich, den ich auch bis heute nicht vergesse. Es war so, dass anderthalb Wochen vorher ist in Halle meine Großmutter gestorben. Und das war ein trauriger Tag. Gerade am Tag meiner Ausreise war dann auch diese Beerdigung in Halle. Der eine Teil der Familie ist links abgebogen zum Friedhof und ich musste rechts zum Halleschen Bahnhof, um den Zug nach Berlin zu nehmen. Und habe mich dann eingereiht in die Schlange der Rentner, die zum Tagesbesuch nach West-Berlin gefahren sind. Und der Übertritt war dann recht unspektakulär. Ich habe dann meine Papiere dort abgegeben. Und auf Westberliner Seite war dann eben auch das Hallo und die Freude groß und auch die Erleichterung groß, dass es nun endlich vorbei war und dass man halt in Freiheit war. A couple of weeks later, the brothers watched these TV pictures of China's brutal crackdown on protesters in Tiananmen Square. These distant events had a profound impact on them. This was the response of China's communist regime to calls for freedom and democracy, the same demands being voiced in Leipzig. Die Regierung in Ostberlin hat explizit über die DDR-Zeitungen verkünden lassen, dass, wenn Ähnliches passiert, in der DDR es in ähnlicher Art und Weise auch gegen die DDR-Bevölkerung vorgegangen werden kann. Und wir haben überlegt, was kann man da tun? Und die Mauer lag bei uns direkt vor der Tür. Und da haben wir gesagt, okay, lasst uns was an der Mauer probieren. Haben uns dort die Sperranlagen dort angesehen, die dort für uns sehr gut einsichtbar waren. Dort war also eine Grenzsituation, dass die Mauer an einem alten Bahnhof stand. Und in West-Berlin gab es eine Erhöhung dazu. Wir waren also über Niveau der DDR-Mauer und konnten so sehr gut in den Todesstreifen hinein sehen. Und auch die ganzen Sperranlagen konnte man sehr gut sehen. Man konnte sehen, wo sind die Signalanlagen, wo sind die Stromkästen. Man konnte sehr gut sehen, wo halten sich Grenzsoldaten auf. Und unsere Idee war gewesen, die haben wir dann entwickelt, ob man die Sperranlagen, die wir dort haben, nicht massivst beschädigen kann, sodass wir dieses Grenzregime stören. It was nearly midnight on June the 16th, 1989, when the group arrived at the patch of wasteland they'd chosen for the attack. They were armed with 2 six-packs of old beer bottles, which they had filled with petrol. Ja, das war schon aufregend, denn es fand ja alles im Dunkeln statt, da das ja recht geheim bleiben sollte. Und dann sind wir halt hierher, haben die Flaschen fertig gemacht und haben dann mit den ersten Zielübungen begonnen. Nachdem wir die Brandsätze erfolgreich doch ins Ziel gebracht hatten, nämlich von den 12 Brandsätzen sind 10 detoniert, tatsächlich dann Grenzsoldaten mit ins Spiel gekommen sind. Das heißt also, die hatten unter der Brücke hinter uns beobachtet. Also einer der Grenzsoldaten riss dann seine Waffe runter und versuchte auf uns anzulegen. Zum Glück hat sein Kamerad, der mit dabei war, ihm die Waffe runtergedrückt. Und wir hatten auch diese Situation sofort begriffen und sind dann fluchtartig von dem Gelände runter und haben mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen zum Auto und sind dann verschwunden. The Stasi was soon on the case. In der Staatssicherheit, jeder darf nur das wissen, mit dem er zu tun hat. Kann sein, dass wir Analysen dazu machen mussten über Personen, ob da Personen auf unserer Seite mit im Zusammenhang stehen, aber das weiß ich nicht mehr. Und wenn was von Westberliner Seite aus passiert ist, damit hatten wir wenig zu tun. Dann sind die Sachen sehr geheim weitergeleitet worden. As the investigation gathered pace, the group took further action, cutting holes in East German border fences in Berlin's southwestern suburbs. Solidarność
But much larger historical forces were now in motion. In Poland, the first partially free elections resulted in a landslide victory for the opposition solidarity movement. In Hungary, the Communist Party approved freedom of assembly and a free press and began talks with the opposition on further democratic reforms. The Soviet leader Mikhail Gorbachev was lauded in the West for his policies of glasnost and perestroika. But in East Germany, the hardline leadership continued to resist growing calls for change. Die Situation, die es in dieser Phase gab, die war mehr unter der Decke. Es brodelte, das stimmt, aber es brach nichts nach außen durch, weil die Bürger... Hans Modrol, now 91 years old, was a member of the Communist Party's Central Committee and the party chief in Dresden. He had already clashed with the leadership after warning about the worsening economic situation. And as the months passed, he became increasingly pessimistic. Für mein Gefühl ist einfach irgendwo das Gefühl, die Führung hat nichts im Griff. Es wird unsicher. Was kann denn jetzt passieren? What happened was that Hungary opened its border with Austria. The Iron Curtain was breached, and East Germans on holiday in Hungary began streaming into the West. But the East German regime stood fast, declaring that the Berlin Wall would not be removed. The statement was issued to mark the anniversary of the wall's construction on August the 13th. That night, the Adam brothers and their friends approached a watchtower. Die Grenzsoldaten, die hatten wir vorgewarnt, dass es jetzt hier gleich heiß und hell werden würde in ihrem Grenzturm. Und die haben zu unserer Überraschung fluchtartig diesen Turm verlassen. Es ging nicht gegen die Grenzsoldaten der DDR, sondern dieses Fanal, dieser brennende Wachturm mitten in der Stadt, mitten im Wohngebiet. Das ist für alle, denkt mal über die Mauer nach. Was ist eigentlich jetzt hier im Sommer 89? Es gab, wie gesagt, die Perestroika. Der Ostblock war im massiven Wandel begriffen und die DDR verharrte dort in diesem, fast würde ich sagen, noch Stalinismus. As summer turned to autumn, the stream of East Germans fleeing their country turned into a flood. Thousands camped out in the gardens of the West German embassy in Prague, demanding asylum. As a political crisis became a humanitarian one, special trains were arranged to take them across East Germany and into the West. But when the trains arrived in Dresden, tensions boiled over. Wir entscheiden, wir müssen Bedingungen schaffen, dass die Züge durchfahren. As Modrol ran the security operation, Herbert Wagner, a young scientist, was in the crowd outside the station. 2 days earlier, East Germany had closed its border with Czechoslovakia. Die einen riefen, wir wollen raus. Das waren diejenigen, die auf die vermeintlich letzten Züge in die Freiheit noch aufspringen wollten. Die Atmosphäre heizte sich auf. Ich wusste, jetzt wird es bald zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen können. Die Lage wird nicht mehr beherrschbar. The crowd broke inside, hurling paving stones and other improvised missiles as the police used water cannon and batons. One man lost a leg when he fell under a train. Hundreds were arrested. Am nächsten Tag bin ich auch wieder zum Hauptbahnhof gefahren. Es war also ein Bild der Zerstörung. Die friedliche Revolution begann an diesem Tag nicht friedlich, aber es war der Funke für die Revolution. Two days later, Gorbachev arrived in East Berlin and told Honecker to negotiate with the protesters. But when he departed, the first big demonstration in East Berlin was violently suppressed. It was a signal for the heavy metal activists to gear up for what would be their last protest. But this time they motored through Berlin on their Harley Davidsons, heading for the wall in broad daylight.
They were carrying a large homemade banner. Wir wollten eben unmittelbar die Staatssicherheit und die DDR-Seite ansprechen, dass sie eben von weiterer Gewaltanwendung eben abgehalten werden sollte. Und es sollte eben tatsächlich eine plakative Aktion sein, die eben weithin sichtbar ist, um eben breitestmöglich wahrgenommen zu werden. They arrived at this viewing platform, used by West Berliners to wave to friends and loved ones. They kept their faces covered to remain anonymous, mindful that their families in East Germany could be in trouble if they were identified. Und man musste natürlich von außen an dem Gestänge hochklettern und das war schon etwas abenteuerlich, aber ich meine, was tut man nicht alles für den Weltfrieden? Ja. Es gab sofort Reaktionen, es gab das Peace-Zeichen von Ost nach West, man hat rübergewunken aus Ostberlin und dieses Plakat war im Prinzip ein solidarischer Gruß an diese Leute und für uns wichtig, uns mit denen zu solidarisieren, dass sie sehen, im Westen gehen die Leute nicht im Tagesgeschäft nach, sondern sie unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Menschen im Osten. The revolution was now unstoppable, with hundreds of thousands of people on the streets. On October the 18th, Honecker stood down and was replaced by Egon Krenz as head of the Communist Party. Hans Modrow was nominated to be Prime Minister in a new government. On November the 9th, he was at a meeting of the Central Committee to discuss finally granting East German citizens the freedom to leave their country. Was nun geschehen ist, kann ich nicht genau sagen, denn es gibt ja dann nur die Mitteilung, dass Egon Krenz mit Schabowski gesprochen hat, der der Führung angehörte und eine Pressekonferenz macht. Wir tagen also weiter, es ist schon noch 20 Uhr, es wird 21 Uhr, da ist die Tagung zu Ende, niemand in dem Saal, wir sind da über 200 Leute, weiß genau, was draußen abgelaufen ist. Outside, history was being made. Schabowski had told journalists the new rules allowing freedom of travel would be valid immediately, and East Berliners had overwhelmed the border posts. The Berlin Wall had fallen. Und da kamen uns dann schon die ersten DDR-Bürger freudestrahlend durch die Grenze Richtung West-Berlin gestürmt. Das war irre, wir waren sprachlos, wir konnten es gar nicht begreifen. Also, dass wir den Fall der Mauer noch mal erleben, ich kriege noch heute Gänsehaut, ja. As Berlin celebrated, Stasi officer Timmi Allen slept. The next morning, the joyous flood of East Germans heading west continued. Allen's wife joined them and came back with a present. Ich gucke an, ich sage, Mensch, eine Flasche Bier, toll. Aber was soll ich mit der Kartoffel? Und sie grinst mich an, das ist keine Kartoffel, das ist eine Kiwi. Eine was? Wir kannten sowas nicht. That same day, Reich Adam took his camera to record the Jubilation at Potsdamer Platz, where he and his brother were reunited with their mother, sister and niece. They shared the euphoria, but were also wary. Wir wussten ja auch nicht, welcher politische Sinn hinter dieser ganzen Aktion stand. Wollte Ostberlin praktisch nur ein bisschen Druck ablassen, indem sie eben die Mauer aufmacht, um eben die kritischen Bürger aus dem Land zu bringen? Oder ob das eben der Beginn von etwas Größerem war? Also das war damals, glaube ich, Anfang November noch nicht absehbar. In the following days and nights, the Berlin Wall was torn down piece by piece. But the Stasi were also busy. Wir haben den Auftrag bekommen, alle Akten zu vernichten. Das heißt, wir mussten alles zerreißen. Wir haben teilweise mit Schredder gearbeitet, aber die waren dann glühend heiß und gingen kaputt. Den Rest mussten wir dann zerreißen. Für mich war wichtig, mit den Quellen, mit denen ich zu tun hatte,
dass diese Quellen geschützt waren. Deswegen habe ich teilweise auch, was auf diese Quellen hinweist, verbrannt. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Rumours about files being destroyed spread quickly. In Dresden, thousands of people arrived at the Stasi headquarters on December the 5th. Ich muss ehrlich sagen, was hier vernichtet wurde, sind sicher die Akten über jeden von uns hier. Was mich The crowd entered the building, beginning an occupation that would prevent further destruction of documents. They also entered the cell block, releasing political prisoners. The crowd was led by Herbert Wagner, who had emerged in recent weeks as one of the most prominent activists in Dresden. Ich habe hier Situationen erlebt, die nahe an einer Lynchjustiz waren. Der Stasi-General Horst Böhm sollte alle Häuser öffnen, sollte das Gefängnis öffnen, wurde über den Innenhof geführt. Dabei wurde er beschimpft, bespuckt, getreten, er ging in die Knie. Ich stellte mich schützend vor ihn, denn hätte er unten gelegen, hätte die Menge ihn tottrampeln können. Thanks to occupations like this across East Germany, many Stasi files were saved, including those on the group of friends from Halle. They contained some surprising revelations. Wir wurden ausspioniert. Wir wussten nichts, wir haben nicht mal geahnt, dass es dort ein Stasi-IM gab, nämlich die Vera Stein, das ist also ihr Stasi-IM-Name gewesen. Laut den Stasi-Akten war sie ein IM mit Feindkontakt, so war die Formulierung. Und die hat über uns, also kistenweise, die Stasi-Akten belegen das, kistenweise Berichte über uns geschrieben. Vera Stein did not discover their attacks on the wall. The group kept that strictly to themselves. Now their graphic novel reveals the story of their secret campaign, bringing to a new generation the history of 1989. These events, which led to the reunification of Germany the following year, changed forever their lives and the lives of countless others.